Autotherm hat ein neues Bedienelement angekündigt, das Autotherm Comfort Control. Ist lange überfällig, haben wir uns alle viel und lange gewünscht. Wir haben solche Listen mit Funktionen abgegeben, was wir alles gerne hätten. Einiges davon wurde umgesetzt, sehr vielversprechend, ein paar neue Modi, ein paar neue Einstellungen und so weiter. Damit das aber in der Serienproduktion nicht schief geht, wird jetzt von Autotherm und uns in Deutschland ein Beta-Test stattfinden. Das heißt, wir werden versuchen, möglichst breit durch alle Kundengruppen und Anwendungsfälle, also junge, alte, männlich, weiblich, große Autos, kleine Autos, isoliert, nicht isoliert, Boote, LKWs und so weiter, abzudecken mit einer ganzen Anzahl von Panels, um in diesen ganzen Anwendungsszenarien einfach mal zu gucken, wie funktioniert die Software, die bis dato da ist, was müssen wir noch verbessern für die Serienproduktion. Das heißt, wir haben uns vorab, vor Marktstart, haben wir uns jetzt weit über 100 Panels besorgt, in Absprache mit Autotherm eine Testgruppe definiert, um diese ganzen Anwendungsfälle abzudecken. Und wir werden diese Panels jetzt rausschicken. Die sind gestern Nacht von uns in einer Aktion in 5 Stunden alle gepackt worden. Hat viel Aufwand gemacht, jeden von euch einzuladen, eine spezielle Gruppe, wo wir uns unterhalten können und so weiter. Das heißt, wir organisieren einen ordentlichen, richtigen Test und dann werden wir die Ergebnisse zusammenfassen, an Autotherm rückmelden und gucken, ob wir Bugs finden, ob wir Brüche in der Logik finden, also in der Bedienlogik. Vielleicht finden wir auch Hardwareprobleme oder. Und das alles wollen wir dann abstellen, soweit es geht, bevor das Panel in Serienproduktion geht. Das heißt, es gibt es noch nicht zu kaufen. Wir wollen dafür sorgen, dass das, was es dann zu kaufen gibt, so gut wie möglich wird und deshalb jetzt diesen Beta-Test. Trotz allem, ihr werdet sicherlich auf diversen Social-Media-Kanälen ab und zu mal was sehen von dem Panel. Der eine hat es hier, der andere da. Ihr könnt zu 99% davon ausgehen, dass es entweder ein Beta-Tester ist oder ein Händler, der eins vorab bekommen hat. Es gibt keine Panels in der freien Wildbahn. Ihr braucht also keine Angst zu haben. Es wird kommen, aber es wird noch ein bisschen dauern, nämlich erst dann, wenn die Ergebnisse des Beta-Tests da sind und verarbeitet sind. Denn wir wollen das bestmögliche Ergebnis haben. Also seid geduldig, unterstützt, wenn ihr könnt, euren Beta-testenden Freund und alles wird gut. Die Panels werden kommen. Wir hoffen noch in diesem Jahr. Wenn es nicht in diesem Jahr kommt, dann heißt es nicht, dass wir es nicht verkaufen wollen, sondern es heißt, dass wir noch irgendwas einbauen wollen, irgendwas reparieren wollen, was das Panel besser macht, damit es dann bei euch alles tut, was es soll.